Hi, ihr Lieben. Ich bin die Sui und wir werden heute mit Turtlehead Unmasked weitermachen. In der letzten Folge war ich am Ende etwas am Struggeln, weil ich absolut nicht verstanden habe, was wir zu tun hatten oder wo mein Fehler lag. Und der Fehler war eigentlich total einfach. Ich hätte einfach auf die Rechtschreibung ein bisschen achten müssen. Muss mal gerade überlegen. Ich glaube, das war hier. Genau. Denn wir sollten Curtis schon eingeben, aber in groß. So, jetzt haben wir die Tür geunlockt. Dann gehen wir mal durch. Guck mal, hier können wir direkt speichern. Das werden wir auch direkt mal tun. So, was ist hier? Ist ein Zettel. Okay, da können wir nur reingucken. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon tun sollen. Ich gucke erstmal hier ein bisschen rum. Surprise. Aha. Das ist auf jeden Fall ein Zettel. Wir lesen uns den mal durch. Hier ist ein Zettel. Die Antwort ist in einem Männerklo. Okay. Gucken wir gleich mal im Männerklo. Ich glaube, hier finden wir nichts. Ah, da ist noch ein Zettel. Das ist natürlich ein. Ich gehe mal da 4619 oder so. Wir müssen mal gucken, ob das so stimmt am Ende. Ich weiß es nämlich nicht. Gucken erstmal weiter. Wir gehen mal da durch. Vielleicht können wir auch noch durch den hier gucken. Nee, ist verschlossen. Okay, dann gehen wir erstmal hier. Schauen mal, was hier so für Sachen sind. Da ist nur eine Zeichnung. Kleine. Oh, da hat es ein bisschen geleckt gerade. Was macht das hier? Haben den Mob aufgesammelt. Da ist eine Tagebuchseite an die Wand getackert worden. Der 18. August. Der erste Tag. Ach so. Am ersten Tag wieder bei der Arbeit. Nach all diesen Monaten sitze ich jetzt hier nur rum und drehe meine Daumen. Naja. I spent a lot of time shopping. Ich glaube, der sagt, naja, ich habe die meiste Zeit einfach geshoppt. Die Kunstsachen der Schule sind so misshandelt worden, dass ich dachte, dass wir mal was Neues bräuchten. Ich habe die mit meinem eigenen Geld sogar gekauft. Sie haben nämlich vor kurzem meine Finanzierung aufgehoben, beziehungsweise halt das Geld abgedreht. Mm, Ich schwöre, ich würde Dale in die Nase knallen oder ins Gesicht hauen. Müsste ich nicht so tun, als würde ich diesen Typen respektieren. Naja, so ist es halt. Ähm, Ich werde meinen Einkauf morgen nach der Schule beenden. Oh, und ich darf nicht vergessen, dass ich ein Geburtstagsgeschenk kaufen muss. Okay. Also müssen wir wieder zurück. Gucken mal, was hier noch so ist. Ob hier irgendwo. Okay. Hm. Das war kurz gruselig. Speichern nochmal. Hier waren wir schon. Wir müssen jetzt aufs Männerklo. Wo war das denn? War das hier am Ende des Ganges oder war das oben? Nee, hier ist unten. Ist nicht oben? Hier. Ich glaube, hier waren Männer. Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ach, da, hier. Da ist ein Papier. Hm? Äh, Haben wir jetzt verloren? Oh ja. Okay. Okay.
Das ist interesting, da dürfen wir auf jeden Fall nicht hin. Aber was müssen wir da machen? Bin mir gerade nicht so sicher, ob wir nicht vielleicht was hier auch vergessen haben. Schauen mal. Surprise. Oh, hier ist wieder ein Schrank, den wir öffnen müssen. Okay. Der Code ist wohl im Männerklo. Aber wahrscheinlich nicht auf dem Zettel. Gucken wir hier ein bisschen rum. Oh, wir müssen auf jeden Fall nochmal nach unserer Freundin gucken. Das machen wir jetzt als erstes. Denn vielleicht hat die ja auch einen Hinweis, was wir als nächstes machen müssen. Oder hat irgendwas für uns. Natürlich jetzt nicht, dass irgendwas kommt. Irgendwas Spookiges. Und sagt, hä? So. Gucken wir hier. Wir haben auf jeden Fall auch einen Mob. Okay, der bewegt sich noch nicht. Hey, brauchst du irgendwas? Was geht in dir vor? Mason ist so erwachsen. Ich wünschte, ich könnte mehr mit ihm abhängen. Ähm, aber nachdem er dich zum Bus gebracht hat, fühlt sich das immer an, als würde er einfach verschwinden. Der ist noch nicht mal in irgendeinem Club nach der Schule. Hm. I need a wise. Eine Batterie. Ähm, okay, wir müssen im zweiten Stock nach einer Batterie gucken, weil da wohl was sein könnte. Da sind aber keine Schüler erlaubt. Naja, gut, sind gerade generell nicht. Ein Mob? Wofür sollte man denn einen Mob benutzen? Um irgendwas Dreckiges zu reinigen? Okay. Vielleicht solltest du im Mädchenklo mal gucken. Ähm, immer wenn ich da reingehe, dann sehe ich, dass es halt noch vermüllter ist, als ich das letzte Mal da war. Ähm, es ist fast unmöglich, da in Ruhe zu pinkeln. Widerlich. Okay. Sie hat sonst nichts anderes, was sie checken könnte. Dann gehen wir jetzt erstmal aufs Klo, denke ich. Auf das Mädchenklo, nicht auf das Jungenklo. Weil das war ja wohl falsch. Speichern nochmal. Wo war das denn? War das rechts, ne? Gucken wir mal. Ah, wir können da drunter. Ähm, du nutzt den Mob-Griff und hast damit das erreicht, was da drin ist. Ein paar Coins. Wofür sollten wir denn Coins brauchen? Also ein paar Münzen. Ich würde da so gerne noch mal rein, aber das war ja anscheinend irgendwie komplett falsch. Deswegen werden wir da nicht noch mal reingehen. Wo war denn Vending Machine? War die hier? Irgendwo weiß ich, war eine. Aber ich habe da nicht so ultra drauf geachtet. Oh, das leckt hier gerade so ein bisschen irgendwie. Muss ich mal gucken, wo sowas sein könnte. Hm, also wahrscheinlich nicht in irgendeinem Raum, das macht ja keinen Sinn. Das ist eher unwahrscheinlich. War unten irgendwo? Nee. Ich hoffe, dass wir hier auch noch rauskommen. Und ich hoffe, dass unser Freund jetzt nicht tot ist. Das fände ich echt schade. Hier? Nee. Hm? Ach ja, wir brauchen ja immer noch die Taschenlampe, um in den Raum zu kommen. Da war ja was. Stimmt, stimmt. Ah, hier. Stimmt. Ähm,
Wir haben auf jeden Fall nicht genug Geld für Snacks, aber vielleicht die Getränke. Okay. Wir haben genug Geld für ein Getränk, aber bevor du etwas aussuchen konntest, ist irgendwas runtergefallen. Basement Keycard. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das so eine smarte Idee ist, in den Basement zu gehen. Aber wir gucken mal. Ich glaube, wir sind da schon wieder falsch. Naja. Wir müssten ganz nach rechts gehen. Weil eigentlich sollen wir da ja auch gar nicht hin. Okay, ich habe die Keycard benutzt und sie dann weggeworfen oder so. Okay, wir speichern nochmal Safety First. So. Auch wenn wir gerade erst gespeichert haben. Oh, oh. Wir müssen durch die Tür. Oh. Das wird wahrscheinlich das alte Gebäude sein. Gehe ich mal von aus. Da sind so ein paar Safety-Tipps wegen Feuer und so. Also Sicherheitstipps wegen Feuer. Wie ironisch. Oh no. Oh. Okay, da weiß ich noch gar nicht, was uns da erwartet. Ja, ich bulle das einfach mal. Das Blaue. Oh, okay. Ich glaube, das war gar nicht so geplant. Ich habe anscheinend das richtige Kabel gezogen. Hab den Library, genau. Sui, Kann man denn, okay. Kann man die denn nochmal, nee, kann man anscheinend nicht. Das war wirklich, oh oh. War da gerade was? Oh, da ist noch ein Note. Ein Memo von einem Schüler, das sagt, hey, Miss Murphy, ähm, wir wundern oder wir fragen uns, ob es okay wäre, wenn wir hier schon mal aufräumen. Das Ding ist, dass es schon total überfällig ist. Nicht nur, dass ein Feuerunfall oder halt irgendein Unfall mit Feuer passieren könnte. Wir denken, dass es ungewollte Gäste anzieht. Manche der Mitarbeiter oder Members, Mitglieder, hören Geräusche in den Schächten. So wie wir denken, dass irgendwo ein Frettchen nesten könnte. Also hier im Keller. Wenn wir hier aufräumen würden und ein paar Fallen aufstellen würden, könnten wir vielleicht diese irgendwie loswerden. Wir können wahrscheinlich nicht kontrollieren, was in dem Storage, also in dem Lagerraum passiert, weil da ist ja sowieso niemand erlaubt oder darf keiner reingehen. Dachten, sie sollten das auf jeden Fall wissen. Hoffentlich können wir irgendwas aussortieren. Der Roboterclub. Okay. Wir gucken mal, ob wir vielleicht trotzdem noch mal hier irgendwie was kriegen. Okay. Aber wir hatten Glück. Das war absolut nicht meine Ambition, schon direkt das Richtige zu kriegen. Oh, für irgendwelche Gründe ist hier, oder aus irgendwelchen Gründen ist hier ein Bild eines, wie nennt man das denn auf Deutsch? Color Wheel. Okay, es ist irgendwie von Leuten gemacht worden, die versuchen, das beizubringen oder so. Bisschen Schwierigkeiten, den Satz gerade zu übersetzen. Mm, Verschiedene Farben können oder können verschiedene Emotionen bei Leuten auslösen, je nachdem, wie die genutzt werden. Warme Farben können zum Beispiel Gefahren heißen oder
auf Gefahren hindeuten. Diese Farben beinhalten Rot, Gelb und Orange. Kalte Farben können die Leute ein bisschen beruhigen. Je nachdem, wie viel einer warmen Farbe in die zwei oder ja doch gemixt wird, um eine weitere Farbe zu erhalten, kann entweder die Farbe wärmer oder kälter werden. Als Beispiel, wenn du mehr Rot mit oder ja doch mehr Rot als Blau mischt, dann kriegst du lila und das wird warm. Wenn du aber Blau mit Gelb mixt, dann wird es grün und wird kalt. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich dann für irgendwas. Wir speichern nochmal. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir nicht gescared, ne? Ach, wie heißt das? Gechased werden. Oh, Sui. Ah, der ist so fast. Ich weiß nur gerade nicht, wo wir uns verstecken können. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Nein! Scheiße. Ja, gut. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der Punkt war, wo wir uns verstecken konnten. Okay, renn. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. War das hier links? Ach nein, Sui! War das hier direkt? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein! Das ist natürlich jetzt ganz, ganz schlecht. Oh nein, oh nein. Ich habe gerade mein Spiel verbuggt. Oh Leute. Wo könnte denn ein Raum sein, wo wir uns verstecken könnten? Muss mal gerade überlegen. Vielleicht sollten wir jeden Raum einmal abgehen. Ups. Jetzt, okay. Irgendwie hatte ich gerade einen Bug. Okay, da auf jeden Fall nicht. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man ja. Oh, scheiße. Es könnte sehr, sehr tricky werden, weil ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich war so irritiert von, dass die Musik gestoppt hat. Ich dachte eigentlich, es wäre vielleicht vorbei. Oh oh. Könnte denn ein Raum sein? Oh, ich weiß wo. Ich weiß, glaube ich, wo. Oh. Okay, das war close. Er ist immer noch da. Puh. Okay, er ist weg, Gott sei Dank. Stimmt, wir hatten nämlich einen Schlüssel gefunden. Da ist mir das gerade eingefallen. Hier ist nochmal eine Tagebuchseite. 22. August. Heute habe ich mit Simon abgehangen oder mit Simon. Wir sind in den Zeichenworkshop gegangen und das war wirklich sehr, sehr spaßig. Er ist ein netter Typ. Aber seit kurzem
ist er wohl ziemlich schüchtern in meiner Nähe geworden. Ähm, nicht, dass es jetzt schlecht wäre, das ist sogar ziemlich nett oder schon süß. Ähm, das Problem ist, dass ich denke, dass er mich mag, aber er ist überhaupt nicht mein Typ. Das könnte ein bisschen komisch werden. Ach, was auch immer. Ähm, ich, bäh. Ich werde das wahrscheinlich dann auf die Liste ähm, mit den Sachen, mit denen ich sowieso schon zu tun habe, hinzufügen. Mm, ich würde schon mehr schreiben, aber ich muss jetzt weiter. Später. Okay. Wer schreibt es denn? Da sind relativ viele ausgedruckte Polizeireporte. 6. Juni. 2 Mädchen wurden als vermisst gemeldet durch die Eltern. Blair Gardner und Kai Brown wurden als letztes gesehen, als sie die Schule um 14 Uhr verlassen haben, um zu einem Freund zu kommen. Ihre Eltern, ähm, okay, deren Eltern haben dann erstmal versucht, sie anzurufen, als sie nicht ankam. Ähm, aber als sie nicht erreichten, haben sie die Polizei gerufen. Eine Suchgruppe oder ein Suchtrupp wurde dann unter dem Kommando von Officer Camdenberg losgeschickt, aber sie konnten gar keine Spuren finden. Nur eine zerrissene Uniformsjacke, die Kai gehörte, auf den Schultreppen. Camdenberg hat gesagt, dass es wohl sehr offensichtliche Zeichen von Gewalt gab, beziehungsweise des Wehrens. Und er glaubt, dass Blair und sie gekidnappt worden sind. Okay. Da ist eine Small Toolbox, da braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel für. Oh. Oh, er weiß, dass wir hier sind. Ähm, Oh, okay. Da ist ein Monitor mit einem fünfstelligen Passwort und die Message, die da drüber oder nee, da drunter steht, heißt: „Wer hat das Race oder das Rennen gewonnen?“ Aber wir wissen es nicht. Da ist ein Storybook. Ich gucke mal, ob ich das lese. Ähm, ach so, das mit dem Hasen und mit der Schildkröte. Ähm, ähm, der Hase hatte das Rennen fast gewonnen und dann hat der Hase gedacht, okay, er ruht sich jetzt noch mal aus und okay, also eigentlich müsste die Schildkröte gewonnen haben, aber tatsächlich haben wir die Antwort darauf noch nicht. Hm. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen dringend abspeichern, denn mir gefällt das hier nicht so ganz. Da speichern wir mal kurz. Warte mal. Obwohl, nee. Also, nee, den Mob, den haben wir ja schon benutzt. Wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir irgendwie was für dieses Radio finden, weil da haben wir auch immer noch nix. Ich weiß nicht, ob wir was übersehen hatten, eventuell. Wir werden auf jeden Fall gleich mal zurückgehen. Und einmal kurz gucken, ob alles in Ordnung ist mit den beiden. Also, was heißt alles in Ordnung, aber okay. Wir haben noch keine zweite Batterie leider. Oh, okay. Sie hat was zu sagen. Hey, Harriet, ich muss. Warte, bist du okay? Du siehst irgendwie nicht ganz gut aus. Er hat dich schon wieder verfolgt? Oder er hat dich wieder verfolgt, oder? Ich frage mich, warum er dich unbedingt will.
Vergiss, was ich gesagt habe. Hier, du kannst erstmal ein bisschen hier Pause machen. Es sieht nicht aus, als würde er hier so oft hinkommen. Ich denke, du bist hier sicher. Okay, kann ich irgendwie... okay. Second Floor Resource Center. Ähm, Es ist auf jeden Fall oben, aber wir brauchen halt irgendwie was zum Öffnen ähm, für das Radio und das haben wir irgendwie noch gar nicht. Mal kurz was gucken. Kleinen Moment. So. Wir haben auch irgendwie keine Schlüssel bisher gefunden, keine weiteren. Okay, das haben wir schon gelesen. Speichern nochmal. Ist auch nix. Brauchen das immer noch. Gehen mal wieder runter und schauen mal, ob wir was in den Räumen irgendwie vielleicht vergessen haben oder so. Weil irgendwo müsste ja noch was sein, damit wir das zumindest öffnen können oder so. Also das Radio. Das immer noch zu. Vielleicht sollten wir doch noch mal ins Mans Room. Aber ich bin mir halt nicht sicher, weil, weiß nicht. Müssen wir auf jeden Fall vorher noch mal speichern, bevor wir das tun. Ich traue dem eigentlich absolut gar nicht. So, wir gucken mal erstmal alle Klos durch. Nee, leider wieder tot. Retry natürlich. Aber es war ja ein Try. Wir werden nochmal runtergehen, glaube ich, gleich. Jetzt sind wir wieder falsch gelaufen. Stopp. Wir sind in die andere Richtung. Wir gehen mal nochmal runter ins Basement. Okay, die Tür ist immer noch zu. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich irgendwo was übersehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht in irgendeinem Schrank oder so. Oder irgendeine Tür oder so haben wir übersehen. Oder wir müssen doch nochmal in die Library. Aber wir gucken einmal alles nochmal durch. Okay, das haben wir schon. Ach, das haben wir ja schon. Da vorne ist ein Schraubenzieher. Aber den können wir nicht aufheben. Können wir den in die Schränke irgendwie verschieben? Hm. Super. Huch. Dann gehen wir auf jeden Fall nochmal hoch gleich. Die Library. Weil an sich haben wir da ja nicht wirklich was gefunden bisher. Vielleicht habe ich auch einfach nicht ordentlich geguckt gehabt. Huch. Oder war einfach nur etwas doof. Oder wir müssen ein Buch suchen. So. Hm.
Toolbox kommen wir auf jeden Fall auch nicht dran. Sieht irgendwie schlecht aus, ne? Würde ich so mal behaupten. Da haben wir ja tatsächlich irgendwo was übersehen. Hm. Es fehlt halt irgendwie eine Sache. Ich stehe wirklich derbe auf dem Schlauch. Ich denke, dass das eigentlich total easy ist, aber anscheinend für mich gerade nicht. Okay. Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, aber anscheinend hat uns das nicht wirklich weitergebracht. Wir haben auch nichts mehr zum Lesen, so wirklich. Das haben wir alles schon durchgelesen. Hm. Gucken wir nochmal hier. Aber hier waren wir ja eigentlich auch schon. Das haben wir schon. Bestimmt hier irgendwie noch was. Wobei ich meine, aber auch schon was gefunden haben. Eigentlich war ich ja hier auch schon. Das haben wir auch schon. Hm. Hm. Das heißt, wir brauchen schon ein paar Sachen hier. Also ein paar Rätsel. Beziehungsweise ein paar. Ach, Moment. Dämlich. 4619. Das wird es wahrscheinlich sein. 4619. Was ist drin? Oh ja. Wir machen Progress. Ich werde nochmal speichern. Und dann gehen wir uns das holen von oben. Hoffe natürlich, dass wir nicht gleich wieder verfolgt werden. Ich wüsste nämlich nicht mal, wo wir sonst noch hingehen könnten. So, wir haben den Schraubenzieher benutzt und haben eine Batterie eingesammelt. Oh, oh. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal speichern. Ich traue diesem Place gar nicht. Weil wir müssen nämlich jetzt den gesamten... Ach nee, gar nicht wahr. Lüge, Sui, Lüge. Wir machen gar nicht den gesamten Weg zurück. Müssen erstmal hier die Flashlight holen. Okay. Was finden wir hier? Da sind so ein paar Schülerprofile drin.
Wir lesen uns mal von Mason das durch. Mason war immer so ein bisschen zurückhaltend oder in sich gekehrt. Ähm, Er hat immer die Bemühungen gehabt oder hat sich dafür bemüht, alles in sich zu lassen und nicht mit anderen Schülern zu reden, beziehungsweise halt bei sich zu behalten. Ähm, aber was ich bemerkt habe, ist, dass er ständig herumschleicht oder ja doch herumschleicht und in Räume geht, wo er nicht hin soll. Und dabei haben ihn auch so ein paar Mitarbeiter erwischt. Ähm, hm. Er ist durch die Schule gewandert und ist durch Lehrerunterlagen durchgegangen und hat auch versucht, die Tür des Kellers zu öffnen. Ich denke, hinter Mason steckt mehr. Deswegen habe ich so ein bisschen selber gegraben. Ähm, Ich habe den Schulleiter gefragt, aber er ist komischerweise total still geblieben. Ähm, Was mich noch viel mehr verwundert ist, dass er niemals seine Hausaufgaben tut oder macht. Ähm, und Dale ignoriert das anscheinend auch so ein bisschen. Also es ist, also der Schulleiter, der ignoriert das wohl ein bisschen. Er ist definitiv erwachsener als andere Highschüler bzw. Highschooler, die ich je getroffen habe. Was ist denn mit dieser Schule los? Wahrscheinlich ist das ein Spion oder so. Oder was heißt Spion, aber vielleicht jemand von der Polizei oder so, um das aufzudecken. Wir gucken uns mal die von Emma an. Emma ist die endlose, ähm, äh, 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 also hat endlos Energie, so. Wir kürzen das mal. Sogar am Montagmorgen. Ähm, Sie kommt fröhlich und mit einem riesen okay, mit, mit auf jeden Fall mit einer riesen Ambition, beziehungsweise sie ist einfach fröhlich. Ach man, Zoe. ähm, hm, Sie ist ziemlich unbeliebt geworden wegen der Performance, die sie gebracht hat in ihrem Team. Okay, sie ist eine Borderline Prodigy. Ähm, Denke, dass sie irgendwo hin muss wegen dieser ganzen Energie. Ähm, komisch genug verbringt sie viel Zeit mit anderen, noch viel zurückhaltenden Schülern, Harriet und Mason. Seit dem Sophomore Year, ich weiß nicht, wie das übersetzt wird, ähm, hat sich Harriet total an Emma geklettet und ist immer an ihrer Seite. Oder zumindest, wenn es möglich ist. Ähm, oder als Mason dann mit reinkam, ähm, hat sich Emma vorgenommen, dass sie ihn ein bisschen mehr öffnet. Ich denke, das Mädchen hat auf jeden Fall ein gutes Herz. Mm, Ein Teil von mir könnte auch damit leben, wenn sie nicht ständig meine Chemieklasse mit ihren okkulten Sachen stören würde. Oder ja, Wissenschaft eher. Da ist ein Key für die Toolbox. Okay. Aber es gibt keine. Okay, wir müssen nochmal speichern. I'm sorry. Ähm, Wo war die denn? Die war unten, glaube ich, oder so, ne? Ach nee. War die nicht oben? In der Library? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal nochmal zu unserer Freundin, zu Emma. So, wir haben die Toolbox auf jeden Fall geöffnet. Okay.
Wirecutters. Oh, 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 oh. Ob wir das tun sollen, ob wir die ganzen Türen öffnen sollen, ich bin mir nicht sicher. Besonders die nach draußen können wir ja trotzdem nicht öffnen. Huch. Ich weiß auch, welche wir öffnen sollen. Wir gucken jetzt aber erstmal nach unseren Freunden, bevor die weg sind. Okay. Sie hat an sich nicht wirklich was zu sagen. Also es ist nichts Weltbewegendes. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal speichern und dann werde ich hier erstmal die Folge beenden. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, was genau in dem nächsten Gang ist. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich über ein Abo sehr, sehr freuen, wenn ihr hier in der Runde bleiben wollt. Und sonst wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.